Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir ein fantastisches Familienbrot. Von außen super knusprig, von innen saftig und mit einem kräftigen aromatischen Geschmack, der wirklich begeistert. Hier kann die ganze Familie gemütlich am Tisch zusammenkommen und genussvoll sowie herzhafte als auch süße Belege genießen. Mit seiner knusprigen Kruste und der lockeren Krume handelt es sich hier um einen echten Allrounder für jede Mahlzeit. Und das Beste ist sowieso immer der Scherzsaal hinten. Und da wir alle oft zu wenig Zeit haben und ihr wisst, dass ich es wirklich gerne unkompliziert mag, brauchen wir für dieses Brot keine aufwendige Technik und keine komplizierten Arbeitsschritte. Deshalb geben wir zunächst 600 Gramm Weizenmehl Typ 550 oder alternativ Dinkel 630 in eine große Schüssel. Für einen kräftigen Geschmack gibt es 250 Gramm Roggenmehl Typ L50. Es ist bekannt für sein würziges Aroma und sorgt auch dafür, dass Brot besonders lange saftig und auch frisch bleibt. Damit es auch den richtigen Geschmack hat, gibt es 25 Gramm Salz. Meines ist natürlich rieselhilfefrei und ist außerdem auch frei von jeglichem Mikroplastik. Und als Futter für die Hefe gibt es 1,5 Teelöffel Zuckerrohr. Dies ist optional und kein Muss. Die trockenen Zutaten werden nun lose miteinander verbunden und wir machen uns eine Kuhle. Dort kommen dann etwa 2 Esslöffel Öl hinein. Ich habe mich heute für Olivenöl entschieden, du könntest aber auch fast jedes andere nehmen. Nur bringt jedes Öl einen anderen Geschmack hinein. Nun kommt als besonderer Geschmacksträger noch 2 Esslöffel Weinessig dazu. Er sorgt nicht nur für ein feines Aroma, sondern unterstützt auch die Teigstruktur und trägt dazu bei, dass unser Brot eine besonders schöne, knusprige Kruste bekommt. Wer hat denn schon darauf gewartet, dass die Molke von unserem selbstgemachten Quark verarbeitet wird? Hier bist du auf jeden Fall genau richtig. Denn jetzt geben wir 600 Milliliter der aufgefangenen, abgetropften Molke hinzu. Denn sie ist wirklich viel zu schade zum Wegschütten und bringt nicht nur wertvolle Inhaltsstoffe mit, sondern verleiht unserem Brot auch ein besonderes, feines Aroma. Als kleine Zugabe für ein besonders fluffiges Brot geben wir in die Langzeitgare nun 3 Gramm frische Hefe oder alternativ 1 Gramm Trockenhefe hinzu. Die Zutaten verrühren wir dann glatt miteinander. Ich mache das mit einem dänischen Schneebesen. Denn der Teig ist super unkompliziert und mit dem Schneebesen lassen sich auch schwere Teige problemlos bearbeiten. Nachdem mir der Teig zu trocken ist, schütte ich noch etwas Molke hinzu, sodass ich auf jeden Fall auf die 600 Milliliter komme. Übrigens, wenn ihr vorhin nicht gewusst habt, welchen Quark ich gemeint habe, damit meine ich den selbstgemachten Quark, den ich vor kurzem veröffentlicht habe. Im Hintergrund könnt ihr sogar noch die Schüssel zum Abtropfen sehen. So oder so stelle ich und verlinke ich euch alles ganz genau in der Infobox. Es reicht nun wirklich, die Zutaten relativ lose miteinander zu verbinden, so wie ihr es bei mir sehen könnt. Danach wird der Schneebesen einfach vom Teig befreit und in der Schüssel zusammengerafft. Denn anstatt den Teig lange zu kneten, legen bzw. falten wir ihn nun für einige Male. Damit entwickelt sich das Glutengerüst ganz schonend. Das ist nämlich ideal für Teige mit Übernachtgare, da er somit genügend Zeit hat, seine Strukturen auszubilden. So bekommt der Teig eine wunderbare Spannung und das Brot wird später besonders locker, luftig und auch aromatisch. Solltet ihr bei diesem Prozess feststellen, dass der Teig einfach immer noch sehr trocken ist, gebt einfach noch einen guten Schuss Molke oder Wasser hinein. Das Mehl sollte mit dem Wasser auf jeden Fall gut gebunden sein, jedoch nicht zu trocken. Ich denke, das kann man hier ganz gut erkennen. Dann wird die Schüssel einfach abgedeckt und er darf für 1,5 Stunden ruhen. Das ist die sogenannte Stockgarre. In dieser Zeit nimmt das Mehl die Flüssigkeit auf, die Hefe wird aktiv und das Glutengerüst beginnt sich auszubilden. So kommen wir zum ersten Mal legen und falten. Dazu richten wir uns eine Schüssel mit Wasser bereit, befeuchten uns die Finger und schlagen ihn dann nacheinander von jeder Seite in die Mitte ein. Hier müsst ihr euch natürlich nicht strikt an diesen Plan halten. Ich mache das selbst meistens 6 bis 8 Mal. So oder so wird auf diese Weise schonend Spannung im Teig aufgebaut und wir stärken das Glutengerüst. Danach decken wir die Schüssel wieder ab und er darf für 12 Stunden ruhen. Ideal sind dabei übrigens kühle 18 bis 22 Grad, damit er langsam reifen kann und sein volles Aroma entwickelt. Bei Temperaturen über 24 Grad kann es bereits sein, dass der Teig in der Übergare ist.
Am nächsten Morgen kann man wunderbar sehen, wie die Hefe gearbeitet hat. Wir schlagen den Teig nun einfach wieder über sich selber ein. Dabei bauen wir erneut Spannung auf und legen das Glutengerüst neu. Das bringt den Teig in Form, denn durch die lange Ruhezeit hat er inzwischen viel Aroma entwickelt. Er riecht auch ganz leicht nach Hefe und zeigt eine schöne luftige Struktur. Das merkt man mit den Händen übrigens deutlich und er klebt auch immer weniger. Danach lassen wir den Teig nochmal abgedeckt für etwa 1 Stunde stehen und legen ihn erneut in der Schüssel. Diesen Schritt sage ich euch allerdings nicht nochmal. Nach der 1 Stunde ist der Teig auf jeden Fall bereit zur weiteren Verarbeitung. Auf jeden Fall sollte er wunderbar nach Hefe riechen und auch geschmeidig sein. Dann richten wir uns auf jeden Fall unser Gärkörbchen. Das hilft uns in der Stückgare, den Teig stabil zu halten und bemehlen dieses großzügig mit Roggenmehl. Das gleiche gilt auch für die Arbeitsfläche oder Backmatte, wie ich das ganz gerne mache. Und dann kann auch lockerflockig der Teig darauf geben. Es sollte dabei geschmeidig aus der Schüssel gleiten. Lasst mich doch mal mit einem Kommentar wissen, wie euch dieses Rezept gefällt. Der Teig wird nur noch von oben bemehlt und anschließend vorsichtig flach gedrückt. Dabei verteilen wir die entstandenen Gärgase gleichmäßiger im Teig, drücken größere Blasen aus. So bekommen wir im Brot eine Krume, die dann feiner und gleichmäßiger wird, anstatt großporig und rustikal auszufallen. Danach schlagen wir dann den Teig von jeder Seite zur Mitte ein. Das kann man auch mit Hilfe einer Teigkarte machen. Anschließend formen wir uns unseren sogenannten Teigling. Wir rollen ihn straff auf und schleifen ihn auch über die Arbeitsfläche. So bauen wir nämlich eine gute Oberflächenspannung auf, die dem Brot dann beim Backen Stabilität verleiht und für einen schönen Ofentrieb sorgt. Das zeige ich dir nun in erhöhter Geschwindigkeit, so kannst du das optimal nachvollziehen, ohne dass es hoffentlich langweilig wird. Als nächstes kommt der Teigling dann ins Gärkörbchen, das natürlich mit der offenen Seite nach unten und er wird noch leicht von oben bemehlt und zärtlich eingestrichen. Ich finde ja immer, das kann jeder Teigling sehr gut vertragen. Zu guter Letzt wird der Teigling mit dem Bäckerleinen abgedeckt und es folgt die sogenannte Stückgare. Das ist die letzte Ruhezeit unseres Teiglings vor dem Backen. Die Zeit der Stückgare, die etwa 30 bis 45 Minuten beträgt, nutzen wir, um unseren gusseisernen Topf im Backofen gründlich vorzuheizen. Ich nutze dazu, wie so oft, die Töpfe der Firma Krustenzauber, denn hier ist der Name wirklich Programm und ich bin absolut begeistert davon. Und mit meinem Rabattcode bekommst du auch 15% auf das gesamte Sortiment. Die Höhe des Rabatts ist exklusiv bei mir erhältlich. Und wenn du jemand anderen eine Freude damit machen kannst, darfst du ihn natürlich gerne teilen und weiterverbreiten. Inzwischen sind etwa 40 Minuten vergangen. Dann testen wir noch, ob der Teigling inzwischen soweit ist und drücken leicht in den Teig hinein. Kommt die Delle dann langsam zurück, wie bei mir, sollte er bereit sein für den Backofen. Jetzt muss es auch schnell gehen, denn wir holen den brutal heißen Topf aus dem Backofen. Dann entnehmen wir den Deckel und stürzen den Teigling hinein. Zu guter Letzt wird er nun etwa 2 cm tief eingeschnitten. Damit legt man dann auch die Ausbruchskante des Brotes fest. Das ist selbstverständlich in einem Muster deiner Wahl. Künstlerisch bin ich da ja leider nicht so begabt, aber Hauptsache es schmeckt am Ende. Nun kommt einfach wieder der Deckel auf den Topf. Und das gute Stück darf dann bei reduzierten 200 Grad für 30 Minuten in den Backofen. Und nach einer halben Stunde wird der Deckel einfach entnommen und das Brot darf nochmal für etwa 15 bis 20 Minuten knusprig ausbacken. Solltest du nun keinen gusseisernen Topf haben, ist das gar kein Problem. Stell einfach eine Wasserschüssel für 30 Minuten mit in den Backofen. Und wunderbar wohlig duftend kommt das Brot dann endlich aus dem Backofen aus und sieht wirklich fantastisch aus und riecht auch genauso gut.
Sogleich führen wir dann die Klopfprobe durch, denn nur wenn es sich so hohl anhört, ist es auch durch und fertig gebacken. Nun sollte das Brot auf dem Gitterrost auskühlen, so bleibt die Feuchtigkeit im Brot und kann nicht entweichen. Sobald es ausgekühlt ist, hört es sich so knusprig an. Und die locker leichte Krume zeige ich euch nun natürlich auch noch. Fluffig und weich ist die Krume auf jeden Fall mit vielen kleinen Luftblasen. Damit lassen sich perfekte dünne und auch dickere Scheiben abschneiden. Und das Beste ist sowieso immer der Scherzsaal hinten. Und ich wünsche euch nun viel Freude beim Saubermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch.